Sie steht gerade jetzt in ihrer Küche. Sie geben sie in die Suppe, ins Fleisch, in den Salat, ins Gebäck. Jeden Tag. Mehrmals. Sie denken nicht einmal daran. Das ist einfach eine Gewohnheit. Das ist einfach Geschmack. Das ist einfach Küche. Aber genau diese Gewürz unterdrückt bei täglichem Gebrauch in großen Mengen langsam die Funktion der Schilddrüse. Jahr für Jahr. Unmerklich. Bis sie eines Tages eine Müdigkeit spüren, die nach dem Schlafen nicht vergeht. Übergewicht, das trotz allem nicht verschwindet. Frieren. Vergesslichkeit. Morgendliche Schwellungen. Ein sowjetischer Endokrinologe sprach darüber mit seinen Patienten schon vor 40 Jahren. Man hörte ihm nicht zu. Heute bestätigt das die Wissenschaft weltweit. Schauen Sie bis zum Ende, denn der 5. Punkt betrifft ausnahmslos jeden. Und er wird Sie überraschen. Haben Sie jemals das Gefühl gehabt, dass etwas nicht stimmt, aber alle Blutwerte sind normal? Der Arzt sagt, Sie sind gesund, aber Sie fühlen nein. Die Müdigkeit überwältigt Sie mittags. Die Haare sind etwas dünner geworden, die Haut trockener. Die Stimmung sinkt ohne Grund, kalt sogar im Sommer. Die meisten Menschen schreiben das dem Alter zu, dem Stress, dem Blutdruck. Sie gehen zum Kardiologen, zum Neurologen, zum Hausarzt. Dabei sollten Sie zum Endokrinologen gehen und sollten sich ansehen, was im Küchenregal steht. Zu einem sowjetischen Endokrinologen kam eine 65-jährige Frau. Sie klagte über ständige Müdigkeit, Gewichtszunahme und Frieren. Die Blutwerte lagen an der unteren Normgrenze, formal gesund. Der Arzt fragte nach einem einzigen: Was fügt sie täglich ihrem Essen hinzu? Als dieses Gewürz weggelassen wurde, sagte sie nach 8 Wochen: Ich fühle mich wieder lebendig. Einfach eine Gewohnheit weggelassen. Bevor wir zum Wesentlichen kommen, 2 Worte über den Mann, dessen Wissen diesem Gespräch zugrunde liegt. Akademiker Nikolai Alexejewitsch Schereschewski, sowjetischer Endokrinologe, einer der Gründer der sowjetischen Schule der Endokrinologie, Autor von Werken über die Schilddrüse, die jahrzehntelang neu aufgelegt wurden. Er widmete sein Leben der Erforschung dessen, wie äußere Faktoren, Ernährung, Gewohnheiten, Umgebung, die Funktion der Schilddrüse beeinflussen. Hier ist, was er schrieb. Die Schilddrüse ist der Dirigent des gesamten Organismus. Wenn sie schlecht arbeitet, spielt das ganze Orchester falsch. Und meistens beginnt sie zu versagen nicht durch Krankheit, sondern weil wir ihr selbst täglich im Weg stehen. Keine Krankheit, kein Alter, tägliche Gewohnheiten. Genau darüber sprechen wir jetzt. Also, erstens, das Gewürz, um das es geht, das ist Salz mit Zusätzen, genauer gesagt ein Überschuss an jodiertem Salz in Verbindung mit Kreuzblütlergemüse. Warten Sie, ich erkläre es jetzt. Viele wissen, dass die Schilddrüse Jod braucht und denken, je mehr Jod, desto besser. Sie kaufen jodiertes Salz, verwenden es maßlos, geben es überall hinein. Aber hier ist das Wichtige. Ein Überschuss an Jod ist für die Schilddrüse genauso gefährlich wie ein Mangel. Bei konstantem Jodüberschuss beginnt die Drüse im Unterdrückungsmodus zu arbeiten. Sie sagt gleichsam: Genug, ich habe bereits zu viel, und drosselt die Hormonproduktion. Das nennt sich Wolff-Tschaikow-Effekt. Sowjetische Endokrinologen kannten das gut. Sie warnten: Jodiertes Salz ist dort nützlich, wo Jod fehlt. Aber wenn Sie bereits ausreichend Jod aus Fisch, Meeresfrüchten und Milchprodukten erhalten, wird zusätzliches jodiertes Salz in großen Mengen zur Belastung, nicht zur Hilfe. Eine einfache Regel: Wenn Sie regelmäßig Fisch- und Milchprodukte essen, ist gewöhnliches Salz ohne Zusätze besser für Ihre Schilddrüse als jodiertes Salz in großen Mengen. Zweitens. Kreuzblütlergemüse,
aber nur roh. Und jetzt das Unerwartetste. Kohl, Brokkoli, Rübe, Radieschen, Senf. Das sind hochwertige Gemüsesorten, alle sagen das. Und das stimmt. Aber nur unter einer Bedingung. Sie sind thermisch verarbeitet. Roh enthalten Kreuzblütlerstoffe namens Goitrogene. Sie blockieren die Jodaufnahme der Schilddrüse. Das heißt, selbst wenn im Körper genug Jod vorhanden ist, lässt roher Kohl die Schilddrüse es nicht verwenden. Regelmäßige Salate aus frischem Kohl, Smoothies mit rohem Brokkoli, Sauerkraut in großen Mengen, all das schafft bei täglichem Verzehr eine stille Belastung für die Schilddrüse. Schereshewski schrieb dazu direkt: Natürlich bedeutet nicht in jeder Menge unbedenklich. Die Natur hat diese Stoffe in Pflanzen als Schutz geschaffen. Für den Menschen in kleinen Dosen harmlos. In täglich großen ein Problem. Die Lösung ist einfach. Kochen, dünsten, backen Sie Kreuzblütler. Bei thermischer Verarbeitung werden Goitrogene zerstört und Kohl wird wieder zum einfach nützlichen Gemüse. Drittens, und hier bitte ich um besondere Aufmerksamkeit. Das ist etwas, worüber kein Hausarzt beim Termin spricht. Soja. Ein verborgener Feind der Schilddrüse, der sich in Dutzenden von Produkten versteckt. Sojasauce, Sojamilch, Tofu, Sojaprotein in Wurst, Würstchen, Fertigprodukten. Soja ist heute in jedem dritten Produkt im Supermarktregal. Es ist billig, nahrhaft, es wird überall hinzugefügt. Aber Soja ist eines der stärksten natürlichen Goitrogene. Es behindert nicht nur die Jodaufnahme, es konkurriert direkt mit den Schilddrüsenhormonen auf der Ebene der Zellrezeptoren. Sowjetische Wissenschaftler untersuchten Sojaprodukte vorsichtig. Und in der sowjetischen Medizin wurde Soja älteren Menschen nie als täglich zu verzehrendes Produkt empfohlen. Genau wegen dieses Mechanismus. Ein Mensch isst täglich Wurst, Würstchen, fertige Fleischklößchen aus dem Laden und weiß nicht, dass er täglich eine Dosis eines Stoffes erhält, der still seine Schilddrüse unterdrückt. Weil auf dem Etikett einfach steht pflanzliches Eiweiß. Überprüfen Sie die Zusammensetzung der Produkte, die Sie jede Woche kaufen. Wenn dort Sojaprotein oder Sojakonzentrat steht, ist das bereits ein anderes Gespräch über Ihre Schilddrüse. Viertens. Chlor im Leitungswasser. Täglich ein Schlag auf die Schilddrüse. Das wird viele überraschen. Chlor wird im Leitungswasser zur Entkeimung hinzugefügt. Das ist notwendig. Das schützt vor Infektionen. Daran zweifelt niemand. Aber hier ist das Wichtige. Chlor ist von seiner chemischen Natur her dem Jod ähnlich. Beide gehören zur Gruppe der Halogene. Und im Körper konkurrieren sie miteinander. Chlor kann jene Stellen in den Zellen der Schilddrüse besetzen, die für Jod bestimmt sind. Das heißt, selbst bei ausreichend Jod in der Ernährung behindert Chlor aus dem Leitungswasser dessen Aufnahme. Schereshewski warnte: Tee mit chloriertem Wasser, Suppe mit chloriertem Wasser, einfach ein Glas Wasser aus dem Hahn. Das ist täglich ein kleiner Schlag auf die Schilddrüse. Die Lösung ist einfach und günstig: ein Wasserfilter. Ein gewöhnlicher Kohlefilter entfernt Chlor vollständig. Das ist kein Luxus. Das ist ein grundlegender Schutz des Organs, das ihren gesamten Stoffwechsel steuert. Fünftens. Das Unerwartetste. Chronischer Stress zerstört die Schilddrüse schneller als jede Nahrung. Viele haben gehört, Stress ist schädlich für das Herz, für den Blutdruck, für die Nerven. Aber kaum jemand weiß, dass die Schilddrüse eines der ersten Organe ist, das auf chronischen Stress reagiert. Bei ständiger Anspannung ist der Cortisolspiegel, das Stresshormon, ständig erhöht. Cortisol unterdrückt direkt die Umwandlung der Schilddrüsenhormone von der inaktiven in die aktive Form. Das heißt, die Schilddrüse kann Hormone produzieren,
Aber sie werden nicht aktiviert. Der Körper erhält sie in unzureichender Menge. Genau deshalb klagen Menschen, die in chronischer Anspannung leben, so häufig über Müdigkeit, Gewichtszunahme und Kraftlosigkeit, selbst bei normalen Schilddrüsenwerten. Die Hormone sind vorhanden, aber sie funktionieren nicht. Cortisol blockiert ihre Aktivierung. Schereshevsky schrieb darüber so: Die Schilddrüse mit Tabletten zu behandeln und weiterhin in ständiger Angst zu leben, das ist wie ein undichtes Dach zu reparieren und die Fenster im Regen offen zu lassen. Keine Diät hilft der Schilddrüse, wenn ein Mensch mit Angst einschläft und jeden Tag mit Anspannung aufwacht. Und jetzt das Wichtigste: was man mit all dem anfangen soll. 6 einfache Schritte. Ohne Geld, ohne Apotheke, ohne besonderen Aufwand. Erstens: Ersetzen Sie jodiertes Salz durch gewöhnliches, wenn Ihr Speiseplan regelmäßig Fisch, Meeresfrüchte oder Milchprodukte enthält. Das ist ein kleiner Schritt und die Schilddrüse erhält bereits weniger unnötige Belastung. Wenn wenig Fisch auf dem Speiseplan steht, behalten Sie das Jodierte, aber salzen Sie maßvoll. Zweitens: Verarbeiten Sie Kreuzblütlergemüse thermisch. Kohl in der Suppe, gedünsteter Brokkoli, gebackener Blumenkohl. Das ist für die Schilddrüse völlig unbedenklich und bewahrt dabei die meisten wertvollen Stoffe. Ein einfaches Prinzip: Dieses Gemüse heiß, ja, roh, täglich, vorsichtig. Drittens: Lesen Sie die Zusammensetzung von Wurst, Würstchen und Fertigprodukten. Suchen Sie nach den Worten Sojaprotein, pflanzliches Eiweiß, Sojakonzentrat. Wenn sie vorhanden sind, ist das ein Produkt, das man nicht täglich essen sollte. Ersetzen Sie es durch einfaches Fleisch, Fisch oder Ei, günstiger und ohne versteckte Zusätze. Viertens: Kaufen Sie einen Wasserfilter, den einfachsten Kohlekrug. Das entfernt Chlor aus dem Wasser und nimmt der Schilddrüse die tägliche Hintergrundbelastung. Ein Kauf und schon eine andere Wasserqualität für Jahre. Fünftens: Fügen Sie einmal pro Woche Meeresalgen in den Speiseplan ein. Das ist die natürlichste und ausgewogenste Jodquelle, die es gibt. Sowjetische Ärzte empfahlen sie allen Patienten mit Schilddrüsenproblemen. Sie ist in jedem Laden erhältlich, kostet wenig und enthält Jod genau in jener Form, die der Körper am besten aufnimmt. Sechstens: Stille jeden Abend. Das klingt einfach. Aber genau die abendliche Ruhe ist das beste Medikament für die Schilddrüse. Die Senkung des Cortisols am Abend ermöglicht es den Schilddrüsenhormonen, sich normal zu aktivieren. Kein Fernsehen mit Geschrei und Nachrichten vor dem Schlafen. Warmer Tee, ruhige Musik, ein Gespräch mit einem nahestehenden Menschen. Die Schilddrüse wird es morgens danken. Wissen Sie, was Schereshevsky in seiner jahrzehntelangen Praxis am meisten verblüffte? Nicht, wie stark die Schilddrüse unter äußeren Faktoren leidet, sondern wie schnell sie beginnt, sich zu erholen, wenn diese Faktoren beseitigt werden. Dieses Organ ist unglaublich widerstandsfähig. Es will arbeiten. Es wartet nur darauf, dass man aufhört, ihm im Weg zu stehen. Das ist alles. 5 Ursachen, 6 Schritte. Keiner kostet Geld. Nur Aufmerksamkeit für sich selbst jeden Tag. Schreiben Sie in die Kommentare ein Wort: Ich achte darauf. Das ist Ihre kleine Verpflichtung gegenüber sich selbst und für mich das Zeichen, dass ich die richtige Arbeit mache. Wenn jemand in Ihrer Nähe ist, der über Müdigkeit, Übergewicht oder unerklärliches Frieren klagt, leiten Sie dieses Video jetzt direkt weiter. Kostenlos. In einer Minute. Vielleicht ist das genau das, was er hören muss. Abonnieren Sie den Kanal. Hier gibt es nur Bewährtes, ohne Werbung und Erfindungen. Für Menschen, die lange und klar leben wollen. Passen Sie auf sich auf.
Bis zum nächsten Mal.